vom Becker Vintage Cars. Normalerweise müsste ich so grüßen in so einem herrschaftlichen Fahrzeug. Wir sitzen in einem Bentley Cabriolet, einer von weniger als 200 gebauten. Die genaue Stückzahl kommt dann, wenn wir das Video über das Auto machen. Ein Riesending. Wenn ich mich hier umdrehe, nach hinten gucke, da sehe ich die Erdkrümmung, so groß ist der. Und ja, einer unserer Neuzugänge. Wir zeigen euch heute mal ein paar Neuzugänge, die wir bekommen haben. Denn wir sind frisch im Oldtimer-Fieber von der Retro Classic zurück. Da gab es sehr viel zu sehen, war gut besucht. Und ja, wir schauen mal hier unter die Haube. So. Geschafft. Drin ist nämlich gar nicht so viel Platz, wie es aussieht. Guck mal hier die Motorhaube. Da sehen wir den 8-Zylinder. Schöner Motor. Und schnurrt immer. Die Batterie hört sich an, als würde sie jeden Moment den Geist aufgeben. Aber Auto bisher immer, toi toi toi, immer angesprungen. Und damit geht es auch schon weiter zum nächsten Neuzugang. Unser Panamera 4 E-Hybrid als Sporttourismo. Das heißt nicht als Limousine, sondern mit dem etwas größeren Kofferraum. In Schwarzmetallic mit Innenschwarz. Hier auch noch schwarze Felgen. Sommerfelgen sind auch noch, Winterräder sind auch noch mit dabei. Hier sind Winterräder montiert. Auf den anderen Felgen sind die Sommerreifen. Eine schöne Ausstattung. Sport Chrono Paket, Porsche InnoDrive, Bose Soundsystem und alles dabei, was das Herz begehrt. Hat auch noch ein E-Kennzeichen. Zu der Zeit haben ja viele die kleineren Felgen bestellt, damit das Auto E-Kennzeichen bekommt. Und deswegen müssen wir kurz mal hier abbrechen. Lass die mal durch. Kurzer Schnitt, weil hier ein Auto vorbei musste. Genau, E-Kennzeichen wegen den kleineren Felgen. Wenn die dann große Felgen hatten, waren E-Kennzeichen nicht mehr möglich. Das heißt, der hat hier auch das E-Kennzeichen. Ja, drin haben wir noch mehr Neuzugänge. Die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Wie gesagt, hat sich einiges getan. Wir sind total hier im Oldtimer-Fieber durch die Retro Classic. Da waren wir natürlich nicht mit dem schönen Bentley hier, sondern mit dem Cheyenne, so wie der hessische Rentner sagt. Auch immer gut, wenn hessische Rentner kamen, die haben immer bestellt ein Cheyenne und wenn es geht mit Keramikbremse. Also das war immer der Running Gag bei uns. Ja, wir mussten uns erst wieder sammeln nach dem Cheyenne mit Keramikbremse. Wenn ihr auch so Versprecher schon gehört habt, schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich bin gespannt, was es da noch alles gibt. Ja, hier drin geht es auch weiter mit ganz was anderem. Ein BMW i3 haben wir bekommen. Eigentlich was gar nicht so unser Bereich ist, aber wir helfen da gerne aus. Voll elektrisch, jetzt noch nicht aufbereitet, ganz frisch reingekommen. Und direkt nebendran ein 997 S Cabriolet, erste Generation 997 mit 355 PS, auch klassisch in schwarz-schwarz, 19 Zoll Felge, gute Historie. Klar, der wurde benutzt, hat auch schon ein paar Kilometer. Aber auch hier werden wir nochmal ein separates Video machen, wo wir uns hier das Auto nochmal ganz genau anschauen. Was haben wir noch Neues? Hier drüben geht es weiter. Unser 280 SL hat noch einen großen Bruder bekommen, und zwar den 500er SL. Auch ein 107er in dem schönen Blaumetallic innen mit grauen Sitzen. Und ein echter 500er, also kein Reimport aus Amerika oder irgendwas, sondern wirklich ein echter 500er, so wie es sein soll. Schweizer Erstzulassung und jetzt seit einigen Jahren hier in Deutschland. Guck mal hier, auch hier wieder das Leder, richtig gutes, dickes Leder, was man damals genommen hat. Und auch die Tür, Achtung, fällt rein wie beim Tresor, so muss es sein. Was haben wir noch? Wie gesagt, unser 280 SL hier vorne noch. Dann daneben noch ein 911 G-Modell. Moment, die Kamera ist nicht so schnell. Kurze Überbrückung, jetzt sind wir wieder da. Ein 3,2 Liter Coupé. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, da haben wir noch ein bisschen was vor. Kommt dann aber auch, ich denke mal so in 4 bis 6 Wochen auf den Markt. Der geht noch mal zum Lackierer, werden 1, 2 Sachen noch schöner lackiert, damit das passt. Nebendran geht es weiter mit einem Porsche 928 S4. Gut eingefahren mit deutlich über 200.000 Kilometern.
Trotzdem in einem soliden Zustand, nicht so perfekt wie der schwarze, den wir vor ein paar Wochen noch hatten. Haben wir auch ein schönes Video drüber gedreht, könnt ihr mal reinschauen bei verkaufte Fahrzeuge. Aber trotzdem, für Mitte, Ende 20 ein schöner 928 S4 mit vernünftiger Historie und ich denke, da wird sich auch ein Liebhaber für finden, der das Auto dann auch bewegen kann im Sommer. Nebendran noch ein Cayenne Diesel. Erster Hand, ganz wenig Kilometer, erst 84.000 ist für einen Diesel relativ wenig, obwohl das Auto schon 11 Jahre alt ist. Der ist höchstwahrscheinlich aber auch schon wieder verkauft. Da haben wir schon jemanden, der der beim Spontanbesuch sein Interesse bekundet hat. Vielleicht wird das was, also weiß ich nicht, ob wir den nochmal wiedersehen, aber auch was neu gekommen ist. Und genauso der Maserati Quattroporte, auch hier schöner Zustand, wenig Kilometer, erst etwas über 60.000 mit Cognac-Leder innen. Da wird sicher auch noch ein Video zu folgen, wo wir den euch ausführlicher zeigen und die Vorzüge nochmal präsentieren werden. Also ihr seht, wir haben viel Neues, viel hat sich getan, soll ja auch so sein und ich kann wirklich nur sagen, auf der Retro Classic in Stuttgart war es so voll, also wirklich viele interessierte Leute, die nach Autos geguckt haben und die im Oldtimer-Bereich jetzt einfach auch tätig werden wollen. Das heißt, egal ob irgendwo im Anfangsbereich für 30.000, 40.000 Euro oder schöner Käfer stand da auch für 11.000 Euro. Da ist eigentlich für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel was dabei. Sehen wir eigentlich ganz positiv in die Zukunft. Wir kriegen auch immer wieder neue Fahrzeuge, deswegen bleibt dran am Kanal. Wir werden euch immer wieder Autos präsentieren und freuen uns schon auf das nächste Video, was in circa 1,5 Wochen dann wieder online kommt. Bis bald und wenn jetzt was dabei war, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail und dann machen wir gerne einen Termin aus und treffen uns bei mir in Karben. Bis dann. Ciao.